Unser Kriegsreporter Paul Ronsheimer hat sich mit Petro Poroschenko, Ukraines Ex-Präsident, unterhalten. Wir wollen reinhören. Herr Poroschenko, wir sitzen hier in Ihrem Hauptquartier. Sie haben in den letzten Monaten viel Zeit an der Front verbracht. Jetzt gibt es Gespräche über einen möglichen Frieden. Wohin führt das momentan? Leider ist die Situation in der Ukraine und der Krieg zwischen der Ukraine und Russland, obwohl es das Thema Nummer 1 ist, immer noch unterinformiert. Vielen Dank aber für Ihre Bemühungen hier. Zweitens, das betrifft nicht nur die letzten Wochen oder Monate. Jede einzelne Woche dieses großflächigen Krieges bin ich an der Front. Das ist meine oberste Priorität und ich bin stolz darauf, dass ich als größter Spender für die ukrainischen Streitkräfte agiere. Jede Woche spenden wir mehr als 1 Million Euro an die Streitkräfte. Sie haben beeindruckende Offensiven in Cherson und Charkiw durchgeführt. Aber wenn Sie mich fragen, ob ich an den Friedensprozess glaube, lautet meine Antwort in einem Wort Nein. Warum? Because of Putin. First of all, I was very disappointed with the. Wegen Putin. Ich rate dringend davon ab. Zunächst einmal war ich sehr enttäuscht von dem Vorfall, der am letzten Tag des Februars im Oval Office stattfand. Die Ukraine wird nicht gewinnen. Die Ukraine ist nicht der Gewinner in dieser Situation. Gleichzeitig gewinnen auch Präsident Trump und die USA nicht, denn es gibt nur einen Nutznießer dieser Situation: Putin. Aber ich unterstütze die Notwendigkeit. Zuerst einmal hasse ich es, dass wir hier über irgendwelche Rohstoffabkommen oder dergleichen sprechen müssen. Das interessiert mich einfach nicht. Wenn wir Investitionen aus den USA, aus Deutschland, aus Europa brauchen, sind sie willkommen. Das ist die Situation, die uns interessiert. Aber wenn man uns fragt, ob wir zu einem sofortigen und bedingungslosen Waffenstillstand bereit sind, wäre meine Antwort ja. Ohne jede Diskussion. Warum? Weil die Situation mit Trump ein sehr kurzes, sehr schmales Fenster der Gelegenheit darstellt. Und wir wissen nicht. Wie lange dauert dieses Gelegenheitsfenster, denn niemand weiß es? Aber definitiv nicht lange. Ich weiß, was das bedeutet. Es funktioniert 1 bis 2 Monate, nicht mehr. Also gibt es nur 1 bis 2 Monate als Zeitfenster? Unter Nutzung von Trumps Druck, seiner Verhandlungsweise, seines geschäftsorientierten Ansatzes sage ich, das ist möglich. Und nach diesen 2 Monaten, denken Sie, dass es keine Chance mehr geben wird und der Krieg weitergeht? Entweder passiert es oder nicht. Wenn es nicht innerhalb von 2 oder 3 Monaten passiert, dann passiert es überhaupt nicht. Was bedeutet das dann? Ukraine never accept any other form, but that would be never-ending war and dass es ein niemals endender Krieg wird. Wird die Ukraine niemals eine andere Form akzeptieren? Das wäre ein niemals endender Krieg. Was ist das positive Ergebnis der Situation, wenn die Ukraine sagt, ja, wir sind bereit für einen bedingungslosen Waffenstillstand, nicht nur in der Luft oder auf dem Meer, sondern auch am Boden? Ich bin zuversichtlich, dass Putin keinen Waffenstillstand akzeptieren wird und ich denke, dass Trumps Ansatz Folgendes zeigen sollte. Wenn er jeglichen möglichen Druck auf Putin ausübt, um einen Waffenstillstand zu erzwingen, um innerhalb von 1 bis 2 Wochen einen Waffenstillstand einzuleiten und alle weiteren Schritte dieses Szenarios umzusetzen, dann wäre das sehr gut. Aber wenn nicht, wenn Putin Bedingungen, Vorbedingungen, Ablehnungen, Verweigerungen und alles andere stellt, dann erwarte ich einen Plan B von Präsident Trump. Und Plan B sollte sein: Erstens mehr Waffen für die Ukraine. Zweitens mehr Sanktionen gegen Russland. Drittens die transatlantische Einheit erneuern. Viertens finanzielle Unterstützung. Fünftens die Möglichkeit eines NATO-Beitritts.